Amen. Amen. So just the point of our last presentation. Der Punkt unserer letzten Präsentation, When you go to Daniel 11 verse 40, wenn man zu Daniel 11, Vers 40 geht, it's going to cover a time frame und dort wird eine Zeitspanne, ein Zeitrahmen betrachtet, that takes you from 1989 to the Sunday law of verse 41. der uns von 1989 bis zum Sonntagsgesetz in Vers 41 bringt. So when you construct verse 40 Wenn man also Vers 40 hier konstruiert and you compare and contrast the two parts, und man die zwei Teile gegenüberstellt und vergleicht, part A and part B, nämlich Teil A und B, that's what we have done here. das haben wir hier gemacht. And the question our sister had asked Und die Frage, die unsere Schwester gestellt hat, was, where are Raphia and Panium in the verse? war, wo sehen wir denn Raphia und Panium im Vers? We answered that Das haben wir beantwortet by this compare and contrast, durch diesen Vergleich und Gegenüberstellung. showing that you could do it more simply than this. Dass es aufzeigt, dass man es noch einfacher darstellen kann. All you need to say Oder was man sagen muss, is that the king of the north, ist, dass der König des Nordens, he's defeated er besiegt wurde and dies und stirbt in part A, im Teil A. but by the time you come to part B, Aber sobald man nun zu Teil B kommt, he's active. ist er wieder aktiv. So you know, Also weiß man, we know from our prior knowledge, und das wissen wir auch von unserem Vorwissen, we have our own bank of knowledge to take here. und wir haben hier so eine gewisse Datenbank an Wissen, The king of the north resurrects. dass der König des Nordens wieder aufsteht. So the king of the north is going to die, Der König des Nordens stirbt also, but it will resurrect, aber er wird auch wieder auferstehen. and then it will die again. Und dann wird er nochmals sterben. So part B, Es ist also Teil B, the king of the south, dass der König des Südens it's going to die, sterben wird, but then it must resurrect aber dann nochmals auferstehen muss and die again. und nochmals sterben. So the point of parables Der Punkt von Gleichnissen is to add information that isn't in the verse. ist es, Informationen hinzuzufügen, die im Vers selbst nicht vorhanden ist. I think Elder Parminder has taught that enough times. Und ich glaube, Bruder Parminder hat das schon oft genug gelehrt, That parables dass nämlich give Gleichnisse you the ability to add information. dir die Möglichkeit gibt, Informationen hinzuzufügen. And if the king of the north can come back, Und wenn der König des Nordens zurückkommen kann, when the king of the north, we know the king of the north does come back, wo wir ja wissen, dass der König des Nordens zurückkommt, it's not finally forever defeated, denn er ist nicht für immer und ewig besiegt, then the king of the south also must come back. so muss also der König des Südens auch wieder zurückkommen. So, is that okay, Sister Sue Ellen? Ist das soweit Does that klar? make sense? Macht das Sinn? The king of the north is going to die, Der König des Nordens stirbt, but it's going to come back again. aber wird auch wieder zurückkommen It's going to achieve power. und wieder an Macht gewinnen. So the king of the south, Der König des Südens also it's going to die, wird sterben, but it's going to come back and achieve power. aber auch wieder auferstehen und an Macht gewinnen. And we mark that full resurrection at Raphia. Und diese vollkommene Auferstehung markieren wir an Raphia. We know in both stories there's a process. Und in beiden Geschichten wissen wir, dass das ein Prozess ist. We would mark the resurrection of the papacy at the Sunday law. Wir würden diese Auferstehen des Papsttums am Sonntagsgesetz But markieren. our lines of the counterfeit demonstrate that that is a process. Aber die Linien der Fälschung zeigen auf, dass dies ein Prozess ist. So the rise of Vladimir Putin has been a process, Also das Aufkommen von Wladimir Putin war ein Prozess, but you can specifically mark Raphia. den man auch spezifisch an Raphia markieren kann. So do we have any questions or thoughts on this subject? Haben wir noch weitere Fragen oder Gedanken in Bezug auf dieses Thema? So we'll move back. Dann werden wir nochmals zurückgehen. I have a feeling many people will be unhappy with me. Und ich habe das Gefühl, dass viele Personen nicht so glücklich mit mir sind. What I wanted to cover for the rest of this class
Was ich nun betrachten wollte für den Rest des Unterrichts, is just some history. ist nur Geschichte. So I hope people don't mind, Ich hoffe, dass das euch nichts ausmacht. but I do believe it really does become relevant. Aber ich glaube wirklich, dass es relevant ist. So I'm sorry Es tut mir leid. if you're not fond of this history. I'll try and make it interesting. Ich versuche es nun interessant zu gestalten. Feel free to interrupt and discuss. Fühlt euch frei, mich dazwischen zu gehen und Fragen zu stellen. We've looked at these internal messages tests. Wir haben diese internen Botschaften und Teste betrachtet. What I want us to consider Und was ich nun möchte, dass wir anschauen, is the external, ist das Externe. prior to the time of the end. Vor dem Zeit des Endes. How did our reform line begin in the first place? Wie hat unsere Reformlinie denn am ersten Platz begonnen? So some of this is just familiar. Und einiges davon ist uns vertraut. You would already have heard it. Ihr habt das bestimmt schon gehört. But I want to make sure that we have the details. Aber ich möchte sicher gehen, dass wir auch die Details verstehen. Some parts of this, I believe, become quite relevant Und einige Teile davon, glaube ich, sind sehr bedeutungsvoll, to how we perceive our reform line. wie wir an unsere Reformlinie herangehen. So 1989, 1989 Reagan is in two alliances. befindet sich Reagan in 2 Bündnissen. One with who? Eine mit wem? Papacy. Mit dem Papsttum. And who's the person? Und wer ist die Person? John Paul II. Johannes Paul II. Second, Und die zweite Person Protestantism. oder der zweite Bündnispartner ist der Protestantismus. And who's the person? Und wer ist davon die Person? Jerry Falwell. Jerry Falwell. So you know there's others, Wir wissen, dass es da noch weitere gibt, but he's the lead. aber er ist der Führer He sozusagen. leads all the others. Er führt alle anderen an. So there's a movement underneath him, Da gibt es eine Bewegung unter ihm, but he's leading. aber er führt sie an. So at the time of the end, Zur Zeit des Endes the US president is in two alliances. befindet sich der amerikanische Präsident in 2 Bündnissen. We don't want to discuss the papacy, Wir möchten das Papsttum nun nicht besprechen, but Protestantism. aber den Protestantismus betrachten. I want us to consider Und ich möchte, dass wir verstehen, whatever happened externally was auch immer extern geschieht, for our dispensation to even begin. For our reform line to even begin. bevor nun, also was auch immer extern geschieht, bevor unsere Reformlinie überhaupt anfängt. Because there was a series of events Denn da gab es eine Abfolge von Ereignissen, that acted like a catalyst, die wie ein Katalysator wirkten. a cause Eine Ursache, that became unavoidable, die dann unvermeidbar wurde. would lead us directly to the end of the world. Uns dann direkt zum Ende der Welt zu führen. So I want to paraphrase some quotes. Ich möchte nun einige Zitate zusammenfassen. I'm just going to take some of these articles Ich nehme einige dieser Artikel, and see how this all began. um zu zeigen und zu sehen, wie das alles begonnen hat. So there's the 10 years Hier gibt es also diese 10 Jahre from 1979 ab 1979 to 1989. bis 1989. You can put many things in these 10 years, Man kann viele Dinge hier in diese 10 Jahre setzen, like Afghanistan, zum Beispiel Afghanistan, Iraq, Irak. but we're discussing Protestantism. Aber wir möchten nun den Protestantismus besprechen. So this is the moral majority. Also sehen wir hier die moralische Mehrheit oder Moral Majority. Are we all familiar with the moral majority? Sind wir alle mit dieser moralischen Mehrheit vertraut? Is anyone not familiar? Wem ist das nicht bekannt? So I want us to consider why the moral majority formed. Ich möchte nun betrachten, warum diese moralische Mehrheit überhaupt geformt wurde. Why Protestantism felt this need. Warum hat der Protestantismus dieses Bedürfnis gehabt? So in 1979, Im 1979 the press began to report on a campaign hat die Presse angefangen, über eine Kampagne zu berichten. already underway
schon auf dem Weg, to make conservative Christians um konservative Christen a powerful political voting force. eine mächtige politische Wahlmacht zu machen. So this is from an article in the New Yorker. Kommt aus einem Artikel aus der New Yorker. It's New Yorker. It's from 1981. Es ist aus dem Jahre 1981 And it's called A Disciplined Charging Army. und es heißt eine disziplinierte Charging. Like you would charge in battle. Aufgeladene Armee, Rushing, also bewaffnete Armee. you're rushing towards your enemy. Du greifst deine Oppositionellen an. So you're prepared to fight, now you're fighting. Du bist also vorbereitet, um zu kämpfen und jetzt kämpfst du. So a disciplined charging army. Also hier eine disziplinierte, kampfbereite Armee. It's written in 1981 Es wird im Jahr 1981 geschrieben and it's discussing how this campaign has begun und beschreibt, wie jetzt hier diese Kampagne begonnen wurde, to turn conservative Protestants um konservative Protestanten into a political force. in eine politische Macht oder Kraft umzuwandeln. They hoped Sie hofften, that because of the issues they were highlighting, dass aufgrund der Themen, die sie hervorhoben, they could change the results of the US elections. sie den Ausgang der US-Wahl beeinflussen könnten. By mobilizing Protestants. Dadurch, dass sie Protestanten mobilisierten. And this movement happened under Jerry Falwell. Und diese Bewegung fand statt unter Jerry Falwell. So if we went back to the 1950s, Wenn wir zurückgehen in die 1950ern, what movement began in the 1950s? welche Bewegung begann in den 1950ern? This is the high days of the civil rights movement. Es sind der Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung The 50s and 60s. in den 50ern und 60ern. So the civil rights movement Die Bürgerrechtsbewegung of the 1950s and 60s der 1950er und 60ern was fighting to end segregation in America. kämpfte dafür, für die Beendigung der Rassentrennung in Amerika. Jerry Falwell had a favorite phrase. Und Jerry Falwell hatte hier so einen bevorzugten Satz. He would say civil rights Er würde sagen, Bürgerrechte were civil wrongs. sind Bürger wrongs. Does that not work in the German? Not really. So it's not right to give these freedoms, it's wrong to give these Also freedoms. es ist nicht richtig, diese Freiheit zu gewähren, sondern es ist falsch, diese Freiheit zu gewähren. He argued Er hat so argumentiert, if people knew their Bibles dass wenn die Menschen ihre Bibeln kennen würden and God's will, und Gottes Willen, then they would never have ended segregation. dann hätten sie niemals diese Rassentrennung durchgeführt. He railed. He attacked church leaders Er hat Gemeindeführer attackiert he said were obsessed with the mistreatment of the black people. und er hat gesagt, dass sie besessen davon wären, die Schwarzen, the black people, Black people, Negroes in the South, Yeah. his words. dass sie the whole sentence, sorry, I missed the word. Jerry Falwell, Ja, Jerry Falwell he'd attacked church leaders hat die Kirchenführer attackiert, who he said were obsessed wo er gesagt hat, dass sie davon besessen waren, danke, with the discrimination nämlich, dass sie against the black people in America. die Schwarzen in Amerika diskriminieren. Some of these articles Und einige dieser Artikel we should research for ourselves, sollten wir in unserer eigenen Zeit suchen, but it's particularly the civil rights movement. aber im Speziellen ist es diese He Bürgerrechtsbewegung. attacked all the civil rights leaders, Er hat alle diese Bürgerrechtler attackiert told them to go to church und hat ihnen gesagt, dass sie zu den Kirchen gehen instead sollen, of being on the streets protesting, anstelle auf der Straße zu protestieren. told them to stop being political. Er hat gesagt, sie sollen aufhören, politisch zu sein. At the same time,
Aber zur gleichen Zeit he's encouraging political leaders, hat er die politischen Führer dazu ermutigt, governors, nämlich Gouverneure, who were pro-segregation. die für die Rassentrennung waren. So you have this war developing Man hat also hier diesen Krieg, der aufkam, between Jerry Falwell zwischen Jerry Falwell and these conservatives, und diesen conservative Christians, diesen konservativen Christen and the civil rights movement they opposed. und dieser Bürgerrechtsbewegung, der sie gegenüberstand. So they've set up the moral majority, Also haben sie diese moralische Mehrheit aufgebaut. and it's particularly segregation Und es ist im Speziellen die Rassentrennung and civil rights. und die Bürgerrechte. So they want to turn people's attention Sie wollten also die Aufmerksamkeit der Menschen dazu führen, away from these issues weg von diesen Themen towards other topics, und dann auf andere Themen lenken. from attacking segregation Nämlich, dass sie die Rassentrennung attackierten to attacking other movements. und dann andere Bewegungen attackierten. So 1954, Im Jahre 1954 segregation ends endet diese Rassentrennung, by law. nämlich durch Gesetz. It takes many years Und das bedurfte viele Jahre, for it to actually be worked out of the system. dass es dann letztendlich durch das im ganzen System herausgeholt wurde. And that hasn't actually been completed. Und das ist bis zum heutigen Tage noch nicht vollständig. There's still this imbalance. Da gibt es immer noch dieses Ungleichgewicht. So we're all familiar with this war between Jerry Falwell, these leaders, and the civil rights movement. Also wir sind alle vertraut mit dem Anführer, mit Jerry Falwell und diesen Anführern We all dieser okay Bewegung. with that? So 1954, Also im Jahr 1954, that's the Supreme Court case da gibt es diesen Fall im obersten Gerichtshof, that ended segregation in public schools. die Rassentrennung in den öffentlichen Schulen beendete. They ruled it unconstitutional. Sie sagten, dass es nämlich gegen die Verfassung sei. 1964 Im Jahre 1964 was a Civil Rights Act. gab es diesen Bürgerrechtsakt, 10 years later. nämlich 10 Jahre später. So it took 10 years Es bedurfte also 10 Jahre from the end of segregation in public schools vom Ende der Rassentrennung in den öffentlichen Schulen to the Civil Rights Act. bis zu diesem Bürgerrechtsakt. So you had this movement Man hat also hier diese Bewegung in the 50s and 60s, in den 50ern und 60ern, the Civil Rights Movement. die Bürgerrechtsbewegung. This issue Diese Thematik is one of racism. handelt vom Rassismus. It's a movement Es ist eine Bewegung, to bring an end to this systematic racism. um diesen systematischen Rassismus ein Ende zu bringen. So in 1964, In 1964 the Civil Rights Act passes. wird der Bürgerrechtsakt erlassen. Danke. It's been 10 years since segregation was deemed unconstitutional in public schools. Wo 10 Jahre also nachdem per Gericht entschlossen wurde, dass die Rassentrennung in den Schulen gegen die Verfassung ist. This took a long time to actually begin to be implemented properly. Und es dauerte einige Zeit, bis das dann wirklich auch in die Praxis umgesetzt wurde. So in 1968, Und im Jahre 1968 there's another court case, gibt es noch einen weiteren Gerichtsfall, Supreme Court case, einen Fall im obersten Gerichtshof, that begins to hasten this, um dies nun anzufeuern. to start to end segregation in the schools. Um nun endlich die Rassentrennung in den Schulen zu beenden. How did many of the white people respond? Wie haben viele der weißen Leute denn darauf reagiert? So there's a school Da gibt es eine Schule of white students. mit weißen Schülern. It's a public school. Es ist eine öffentliche Schule The government says
Und die Regierung sagt nun, we have to allow the black students to also attend this school. wir müssen den schwarzen Schülern erlauben, dass sie auch bei dieser Schule, an diese Schule gehen dürfen. So what do the parents of the white children do? Was machen nun die Eltern der weißen Schüler? Sister Kathy. Take them out of the public school Sie nehmen sie aus diesen öffentlichen Schulen heraus. and put them where? Und wohin? In private schools. Und melden sie dann an Privatschulen an. So when this happened in Mississippi, Das ist in Mississippi geschehen. there was 23,000 students in private schools. Da gab es dann 23.000 Schüler an Privatschulen. In 1968, Und dann im Jahre 1968. segregation begins to be pushed. Und So nun, the end of segregation. beginnt nun das Ende dieser Rassentrennung. 2 years later, 2 Jahre später there's 63,000 students in private schools. gibt es dann 63.000 Schüler in Privatschulen. 23,000. 23.000, 2 years later, 63,000. 2 Jahre später 63.000 Schüler. That's tripled in 2 years. Das wurde, also innerhalb von 2 Jahren wurde es verdreifacht. And it was given the term white flight. Und nun kam der Begriff auf die weiße Flucht. They did this so much Sie haben das so weit getrieben that oder so oft gemacht, the schools in the south dass die Schulen im Süden ended up more segregated noch viel getrennter waren, than they had been before segregation began to be ended. als bevor die Rassentrennung überhaupt erlassen wurde. So it actually had the opposite effect. Es hatte also genau den gegenteiligen Effekt. Because of the response Aufgrund ihrer Antwort after the court case, nach diesem Gerichtsfall, after people pushed to end segregation, nachdem Menschen dazu gedrängt haben, dass die Rassentrennung durchgeführt wird, the, dieses Ende der Rassentrennung, the schools in the south ended up more segregated than they were before the court cases. dann führte es aber dazu, dass im Süden die Schulen noch viel getrennter waren, Because they take out all their white children and put them in private schools. weil sie alle ihre meisten Kinder aus diesen öffentlichen Schulen herausnehmen und sie alle an Privatschulen anmelden. Because private schools had independence. Weil die Privatschulen haben einen Status der Unabhängigkeit. They did not have to desegregate. Sie mussten nicht zwangsweise die Rassentrennung aufheben. So in 1969, there's another court case. Im Jahre 1969 gab es noch einen weiteren Gerichtsfall. And this time, a group of African American parents Und in diesem Fall hat eine Gruppe von afroamerikanischen Eltern, sued the Treasury Department die nämlich den Kassenwärter beschuldigt haben, to prevent 3 white-only private academies davor, dass sie die 3 Akademien, die nur für Weiße da waren, from being tax exempt. dass diese der Steuern erleichtert würden. So the white parents Also haben die weißen had Eltern, put their children in these private academies sie haben ihre Kinder in diese privaten Akademien angemeldet, that labeled themselves a charity, welche sich selbst als eine Hilfsorganisation nannten so didn't pay taxes. und deshalb keine Steuern zahlten. And these African American parents, Und diese afroamerikanischen Eltern they sue the Treasury, haben also nun diesen Finanzminister angeklagt, saying these private schools diese Privatschulen, that have tripled in attendance die also eine dreifache Teilnehmerzahl hat, if they don't desegregate, wenn sie jetzt nicht die Rassentrennung aufheben, if they continue to discriminate, wenn sie fortführen zu diskriminieren, they cannot be considered charitable institutions. dann können sie nicht als Wohltätigkeitsorganisationen betitelt werden. And they have to pay taxes. Und somit müssen sie Steuern zahlen. These schools had only been founded in the 1960s Und diese Schulen wurden erst in den 1960ern gegründet, as a response to segregation. als eine Antwort auf die Trennung. So these people had actually been building private schools to take in the white children. Also diese Schulen wurden aufgebaut, damit die weißen Schüler aufgenommen werden.
It talks about one county in America. Und hier spricht es nun über ein County in Amerika. When they pushed through desegregation, Als sie nun diese Rassentrennung aufhoben, before there were 770 white students zuvor gab es 771 weiße Studenten, enrolled in public schools in that county. Die in öffentlichen Schulen in diesem County oder Landkreis angemeldet waren. In 1 year, it went from 770 Und innerhalb von einem Jahr ging die Zahl von 771 to 28. runter auf 28. Second year, Und im zweiten Jahr 0. 0. What they all did Was sie also alle getan haben, was build private schools sie haben Privatschulen aufgebaut, that were not required to desegregate von denen nicht verlangt wurde, dass sie die Rassentrennung aufheben. and then take all those children and put them in private academies. Und haben dann all diese Kinder genommen und sie auf diese Privatschulen gesteckt. So the African American parents begin to sue. Und deshalb fangen nun die afroamerikanischen Eltern an, anzuklagen. In 1970, they win. Und in den 1970 gewinnen sie. They decided these private academies Da wird entschieden, dass diese privaten Akademien oder Schulen had to desegregate auch die Rassentrennung aufheben müssen or pay taxes. oder Steuern zahlen müssen. So this makes some people very angry. Und das hat dann dazu geführt, dass einige Leute sehr wütend wurden. It makes the heads of these new private academies very angry. Es hat die Schulleiter dieser Akademien sehr wütend gemacht. And who? Sorry? She's asking, what do they want? They want to segregate. Sie wollen, dass die Rassen getrennt sind. They believe that the Bible teaches Sie glauben, dass die Bibel lehrt, that the races should not mix. dass die Rassen sich nicht vermischen sollen. It goes against their religious beliefs Und das geht gegen ihren religiösen Glauben. and what they believe is right Und was sie glauben, ist richtig. to allow black students and white students to study together. It's not right. They believe it's not right. Sie glauben, dass es nicht richtig ist, dass Weiße und Schwarze zusammen an eine Schule gehen sollen. That's not what God said. And what they're afraid of, Aber wovor sie Angst haben, if you allow them to mix, ist, dass wenn du ihnen erlaubst, dass sie sich vermischen, they might actually intermarry. dass sie dann sogar heiraten. And what will this do to the white race? Und was würde dies nun wohin würde das führen mit der weißen Rasse? To its so-called purity. Mit der sogenannten Reinheit. So there's the danger of marriage. Da ist also diese Gefahr der Ehe. So this is the mentality. Das ist die Mentalität. These private schools, Diese Privatschulen some of the most significant built in this time, und einige der bedeutsamsten, die in dieser Zeit aufgebaut wurden, they're private Christian colleges. sind private christliche Colleges, They were built by the leading evangelicals die von den führenden Evangelikalen aufgebaut wurden, who believed in segregation, like die we just said. an die Rassentrennung glaubten, so wie wir eben gesagt haben. So Bob Jones, Bob Jones, he's a leading evangelical. er ist ein führender Evangelikale. He argued that racial segregation was mandated in the Bible. Er schlägt vor, dass die Rassentrennung in der Bibel verlangt wird. And he created Bob Jones University Und er hat dann die Bob Jones Universität aufgebaut. in 1970 Im Jahre 1970. so he could take in only white students. Und er würde nur weiße Studenten annehmen. And he was clear Und er war deutlich, this school would not admit any African Americans. dass diese Schule keine Afroamerikaner annehmen würde. So the African American parents begin to sue, Also die afroamerikanischen Eltern würden anfangen nun anzuklagen. and Bob Jones, Und Bob Jones, together with Paul Wyrick auch zusammen mit Paul Wyrick and Jerry Falwell, und Jerry Falwell. because Jerry Falwell had also created his own. Denn Jerry Falwell hat auch seine eigene Uni oder Schule aufgebaut. Two of these leading universities Und zwei dieser führenden Universitäten in the 1970s in den 1970ern were Bob Jones University waren die Bob Jones Universität and Liberty University. und die Liberty Universität. It wasn't called Liberty back then. Sie wurde damals noch nicht Liberty Universität genannt, It was Lynchburg Academy. sondern Lynchburg Akademie.
but they changed the name to Liberty more. Aber sie haben dann den Namen gewechselt zu Liberty. So these are led by prominent evangelical leaders. Also diese werden von prominenten evangelikalen Leitern geführt. Bob Jones Nämlich Bob Jones, created Bob Jones University. der die Bob Jones Universität Jerry Falwell created Liberty. und Jerry Falwell hat dann die Liberty Universität ins There- Leben gerufen. There were others, such as Paul Weyrich. Und da gab es noch weitere, wie zum Beispiel Paul Weyrich. So these court cases take place. Also diese Gerichtsfälle finden statt These universities start to feel pressure. und diese Universitäten fangen nun an, einen gewissen Druck zu spüren. Bob Jones University Die Universität von Bob Jones admits one African American hat dann zugelassen, dass ein Afroamerikaner teilnehmen darf, to work in the radio station um in der Radiostation zu arbeiten, as a part-time student. als ein Teilzeitstudent. He dropped out a month later. Und ein Monat später ist er wieder gegangen. I can't imagine it would have been a nice place to work. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein schöner Ort war, wo er arbeitete. Eventually, when they were forced, Und dann, als sie letztlich dazu gezwungen waren when they were really afraid they were going to lose their tax-exempt status, und sie sehr, sehr fürchteten, dass sie ihren steuerfreien Status verloren, they admitted black students, dann haben sie schwarze Studenten angenommen, but only if they were married. aber nur, wenn sie verheiratet Because if werden. they're married, Denn wenn sie schon verheiratet there's sind, not the danger of them marrying a white student. dann besteht die Gefahr ja nicht mehr, dass sie einen weißen Studenten heiraten können. So you can prevent interracial marriage. So, damit konnte man diese diese Verheiratung zwischen den Rassen vermeiden. And they said any students that dated interracially Und sie sagten, dass jeglicher Student, der nun mit einem anderen, andersfarbigen ausging, would be expelled. würde von der Schule fliegen. So none of this satisfies the tax department. Und nichts davon hat die Steuerabteilung zufriedengestellt. And in 1976, Und im Jahre 1976, after years of warning them, nachdem sie jahrelang gewarnt wurden, the IRS hat die IRS sends them a letter. ihnen einen Brief geschickt. The IRS Die IRS is the Internal ist die interne, Revenue Service. ist eine Behörde, eine Bundessteuerbehörde. Ist die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten. It's just the tax department. Also das, So in Steuerbehörde. 1976, Im Jahre 1976 the IRS sends a letter hat diese IRS einen Brief geschickt and gives them a clear choice. und sie vor eine deutliche Wahl gestellt. Desegregate Entweder führt nun die Beendigung der Rassentrennung durch or pay taxes. oder zahlt Steuern. So these leading evangelicals Diese führenden Evangelikalen are furious. sind nun in Rage. And Jerry Falwell says Und Jerry Falwell sagt, it's easier to open a massage parlor es ist einfacher, einen Massagepalast sozusagen zu eröffnen, he means that obscenely, und das meint er nun sehr abwertend, than a Christian academy. als eine christliche Akademie. The context of that, Und der Kontext von, the reason it's so hard, von seiner Aussage, der Grund, warum es so hart sei, is because the government won't let him segregate. ist, dass die Regierung ihn nicht erlaubte, die Rassentrennung zu haben. So if you asked them today, Wenn du sie nun heute fragen würdest, those that are still living or their children, diejenigen, die noch immer leben oder ihre Kinder, why they form the moral majority, warum sie diese moralische Mehrheit geformt haben, they'll say it was because of Roe versus Wade. The issue of abortion, legalized abortion. es ging darum, um die Legalisierung der Abtreibung. But it had nothing to do with abortion. Aber es hatte nichts mit der Abtreibung zu tun. They didn't care. Darum haben sie sich nicht gescheut. What brought them together was 1976. Was sie alle zusammengeführt hat, war das Jahr 1976. There's a man, Elmer Ruminger. Da gibt es diesen Mann, Elmer Ruminger. For a long time, he administrated Bob Jones University. Er war lange Vorstand von der Bob Jones Universität. He said, this is what
this was the major issue Er sagt, dass das also das grundlegende Thema war, that brought all these evangelical leaders together, die all diese evangelikalen Leiter zusammenbrachte, that got everyone involved. die nun alle zusammenbrachte. So they begin planning, Also haben sie angefangen and by 1979 they formed this movement. und dann im Jahre 1979 haben sie diese Bewegung formiert. They're going to choose a man, Sie haben einen Mann gewählt, a president, einen Präsident, and that president was Reagan. und dieser Präsident war Reagan. Now by this time, Und zu dieser Zeit they're saying the issue is partly abortion. sagen sie, dass die Thematik teilweise die Abtreibung ist. If that's the case, Reagan was an interesting choice. Und wenn das jetzt der Fall ist, dann war war Reagan eine interessante Wahl, Because he had signed into law denn er hat per Gesetz when he was governor of California ein Gesetz unterschrieben, als er der Gouverneur von Kalifornien war, the most liberal abortion bill in the country. nämlich er hat den liberalsten Gesetzesentwurf des ganzen Landes unterschrieben. So at least Der Abtreibung, Entschuldigung. before they brought him into line, he wasn't anti-abortion. Also bevor sie ihn sozusagen zurecht gerückt haben, war er gegen die Abtreibung. What he did say to 10,000 evangelicals in 1980 Was er in den 1980 zu 10.000 Evangelikalen gesagt hat, was that the IRS had an unconstitutional agenda ist, dass diese IRS, also diese Steuerbehörde, eine Agenda hatte, die gegen die Verfassung geht, against private schools. nämlich gegen private Schulen. So he's attacking the IRS, Er attackiert also diese Steuerbehörde, who are fighting for the private schools to desegregate, die dafür kämpften, dass die Privatschulen die Rassentrennung durchführen. and he says that is unconstitutional, Und er sagt, dass dies gegen die Verfassung sei, verfassungswidrig ist. an unconstitutional agenda. Eine verfassungswidrige Agenda. So it's this issue Es ist also diese Thematik of racism des Rassismus, that brings together the moral majority. die diese moralische Mehrheit zusammenbringt. Their leader is Jerry Falwell. Und ihr Anführer ist Jerry Falwell. They mobilize Protestants as a voting force, Sie mobilisieren die Protestanten als eine Wahlmacht, also ja, and change the politics und verändern die Politik of America von Amerika, by electing Reagan. indem sie Reagan wählen. So how our reform line started Wie also nun unsere Reformlinie anfing, traces directly back to the civil rights movement. kann man direkt zurückführen zu dieser Bürgerrechtsbewegung. It's the civil rights movement Es ist diese Bürgerrechtsbewegung, that started that chain of events. die diese Kette von Ereignissen ins Rollen brachte. And if we can see our reform line through that perspective, Und wenn wir unsere Reformlinie durch diese Perspektive betrachten, it helps us understand 2014 to 2019. hilft es uns, die Zeit von 2014 bis 2019 zu verstehen. What has happened between Trump and the evangelicals? Was zwischen Trump und den Evangelikalen geschah. What united them? Was sie zusammenführte. So this is the first movement of the 50s, 60s and 70s, civil rights. Das war also die erste Bewegung in den 50ern und 60ern, nämlich die Bürgerrechtsbewegung. There's another movement. Da gibt es noch eine weitere Bewegung. I want to be more specific. Und ich möchte noch nun spezieller werden. This is the civil rights movement. Das ist die Bürgerrechtsbewegung. There's another one. Und dann gibt es noch eine weitere. Second wave feminism. Die zweite Welle des Feminismus. I hope by now Ich hoffe, dass mittlerweile, that none of us cringe inside when we hear the word feminist. dass niemand zusammenzuckt, wenn wir das Wort Feminismus hören. If we're still doing that, Und das machen wir aber immer noch. should be glad we have 2 years before Panium, Dann sollten wir froh sein, dass wir noch 2 Jahre bis Panium haben. because we need to stop. Denn das muss aufhören. There's 4 waves of feminism. Es gibt 4 Wellen des Feminismus, The first wave, oder Frauenrechtsbewegung. Die erste Welle, 1919. 1919. What they wanted here Was sie hier wollten, was the right to vote war das Wahlrecht and own property. und Besitz, Property, bitte? Eigenen Besitz zu haben. So the first wave Die erste Welle was about the right to vote and own property. ging um das Wahlrecht und das Recht, Eigentum zu besitzen. So
This was a success, Das war erfolgreich, but I want us to consider why this was a success. aber ich möchte, dass wir betrachten, warum das erfolgreich war. Why were men happy to have women voting in 1919? Warum waren denn Männer glücklich darüber, dass Frauen im Jahre 1990 nun das Wahlrecht haben? Because they had an agenda. Sie hatten eine Agenda. What you had by 1919, Was man im Jahre 1919 hatte, by the way, 1920s, und so nebenbei in den 1920ern, really from this direct history through the 1920s, also hier in dieser direkten Geschichte durch die 1920ern, that 15 years diese 15 Jahre, was the absolute height of the Ku Klux Klan. war der absolute Höhepunkt des Ku Klux Klan. We won't say that twice. Thank you. This was the height of that ugly racism, Das war der Höhepunkt von diesem schrecklichen Rassismus, where it had become completely socially acceptable. wo es komplett Became completely acceptable. es wurde komplett angenommen. Sozial angenommen. Akzeptiert. So I think we're pretty much familiar Ich denke, wir sind vertraut damit, with how slavery ended, wie die Sklaverei zum Ende fand and then the South made every effort to just make slavery again. und der Süden alle Anstrengungen auf sich nahm, um die Sklaverei wieder einzuführen. Which Ellen White actually said they would do, and they did. Wovon Ellen White sagt, dass sie tun würden und was sie auch tatsächlich getan haben. This 1919 decision was actually part of that. Und die 1919er Entscheidung war Teil davon. Originally, only white men could vote. Eigentlich am Anfang konnten nur weiße Männer wählen. Then they're going to give the vote to black men. Und dann haben sie auch das Wahlrecht an schwarze Männer gegeben. I think in 1868 history. Ich glaube in den 1868er. So white men can vote, black men can vote. Weiße Männer können wählen, schwarze Männer dürfen wählen. So what they decide to do in 1919, Was sie dann also entscheiden im Jahre 1919, now the men are okay with it, the men in power, jetzt, dass die Männer, die an der Macht waren, damit einverstanden waren, because they're only going to give the white women the right to vote. war, dass sie nämlich nur den weißen Frauen das Wahlrecht gaben. Even behind this good decision, Selbst hinter dieser guten Entscheidung there was evil motives. gab es schlimme oder schlechte Motive. Because at least if they give it to the white women Denn wenn sie es zumindest den weißen Frauen gaben, and not to the African American women, aber nicht den afroamerikanischen Frauen, it gives the white population much greater political power. gab es nun der weißen Bevölkerung eine viel größere politische Macht. So it takes black women much longer. Es benötigte also viel mehr Zeit für die schwarzen Frauen. That was the first wave, Das war die erste Welle. the beginning of women's right to vote Diese Bewegung, dass die Frauen das Wahlrecht bekommen and own property. und eigenen Besitz haben durften. The second wave began in the 1960s. Und die zweite Welle begann in den 1960ern. So they have the right to vote and own property. Sie haben also nun das Wahlrecht und das Recht, Eigentum zu besitzen They start after World War II, und fangen dann nach dem Zweiten Weltkrieg when an, it became necessary. als es dann vonnöten war, They were introduced into the workforce. denn sie waren nun integriert in der Arbeitswelt. And from 1945 to 1960, Und von 1949 bis zu 1960 they experienced a lot of discrimination in the workforce. haben sie viel Diskriminierung in der Arbeitswelt erlebt. So by 1960, Deshalb dann ab 1960 a second wave for freedom begins. begann nun diese zweite Welle nach Freiheit. This is about the workplace, Hier geht es also um den Arbeitsplatz, discrimination. um die Diskriminierung. This was about reproduction. Es ging um Reproduktion. 1960 was the beginning of the birth control pill. Kinderkriegen 1960 fängt also hier die Pille an, die Antibabypille. Also violence. Und auch Gewalt,
Gewalttätigkeit. violence and rape inside marriage, Und Vergewaltigungen innerhalb der Ehe, where they were given no justice. wo ihnen kein Recht gegeben wurde. And there were also still many still standing legal inequalities. Und da gab es auch noch viele weitere legale Ungleichheiten. So it really centered around their treatment in the workforce Also es ging viel darum, wie sie in der Arbeitswelt behandelt wurden and in the home und auch zu Hause. against discrimination and violence, Es ging gegen die Diskriminierung, gegen Gewalttätigkeit. and the fact they didn't have the same legal rights. Und auch der Fakt, dass sie nicht die gleichen legalen Rechte So hatten. this began in the 1960s. Das fing in den 1960ern an. You can mark the third wave, Und man kann die dritte Welle and it's a little bit more vague, markieren, aber das ist ein bisschen vage. but I find it interesting. You can mark it in 1989. Aber ich finde es interessant, dass man es im Jahre 1989 markieren kann. And the fourth wave in 2012. Und die vierte Welle im Jahr 2012. The fourth wave, I'm pretty sure we're all familiar with the Me Too movement. Und im Jahre 2012 ist es die Bewegung, die uns sehr vertraut ist, nämlich die MeToo-Bewegung. The third wave it's about sexual harassment. Es geht um sexuelle Belästigung. The third wave Die dritte Welle was bringing together not just the issue of gender, brachte nun nicht nur die Thematik der Geschlechter but it was auf, equality sondern auch die Gleichberechtigung of women of different races and genders. von Frauen unterschiedlicher Races and cultures. unterschiedlicher Rassen und Kulturen. So this is particularly Das ist im Speziellen women who are still experiencing extra discrimination für Frauen, die immer noch eine besondere Diskriminierung erfahren, because of the legacies of this 1919 decision. wegen dieser Legalität dieser Entscheidung im Jahre 1919. That when women were given rights, that was not given equally. Dass selbst wenn den Frauen Rechte gegeben wurden, sie wurden aber nicht gleich berechtigt gegeben. So back to the issue of race, I want to give you an article to read. Nochmals zurück zu der Thematik der Rasse und da möchte ich euch einen Artikel geben, den ihr lesen könnt, solltet. This one's The Atlantic, Und der kommt aus The Atlantic. and it's titled, Der Titel dieses Artikels, it's from 2016, der Artikel erschien 2016, a couple of days after November 9. ein paar Tage nach dem 9. November. A little while, it's December 4, 2016. Es war am 4. Dezember. And it's called When Bigotry Es heißt, wenn Fanatismus Paraded Through the Streets. durch die Straßen eine Parade. Durch die Straßen marschierten. And it's particularly about the KKK in the Und 1920s. es geht hier speziell über den KKK, also über den Ku Klux Klan. And they're tying that history directly to 2016 Und sie ziehen diese Geschichte im Speziellen auf 2016 and Donald Trump. und Donald Trump. So they're comparing those two histories. Sie vergleichen also hier diese beiden Geschichten. So these are the four waves of feminism. Das sind die 4 Wellen des Feminismus. Began with the right to vote, own property. Es beginnt mit dem Recht zu wählen und Eigentum zu besitzen. The Second World War happened Dann geschah der Zweite Weltkrieg. because the men were fighting that war. Und weil die Männer diesen Krieg kämpften, The women had to be introduced into the workplace. mussten die Frauen an die Arbeitsplätze kommen And oder in die Arbeitswelt by eingegliedert werden. 1960, Und im Jahre 1960 they're looking for equality in the workplace suchen sie nach Gleichberechtigung in der Arbeitswelt, am Arbeitsplatz. and also legal rights, Und- equal legal rights. Und auch gleichberechtigte Rechte. The third wave Und die dritte Welle is securing equality geht darum, dass die Gleichheit versichert wird, for women of different races and cultures who'd been left behind. nämlich für die Frauen von verschiedenen Rassen und Kulturen, die zurückgelassen wurden And we bisher. talked about how that began in 1919. Und wir haben darüber gesprochen, wie das schon 1919 begann.
And I want to make a point. Und ich möchte einen Punkt machen, The white women abandoned the black women in that history. dass die weißen Frauen die schwarzen Frauen in dieser Geschichte im Stich gelassen haben. So it was also on them. Also lag es auch an ihnen. And then in the fourth wave, Und dann in der vierten Welle, the fourth wave, ja, it comes particularly to the issue of sexual harassment. kommt es im Speziellen zur sexuellen Belästigung. Zum Thema der sexuellen Belästigung. So Reagan was the first time there was this phenomenon in an American election. Was the first time there was this unusual happening. Es war mit Reagan, dass dieses Phänomen zum ersten Mal auftrat in einer US-Wahl. What was different about Reagan's election? Was so anders an dieser Wahl von Reagan war? It was the first time that the voting pattern of women. Es war das erste Mal, dass die Wahlberechtigung der Frauen was very distinct from that of men. Sehr unterschiedlich war von dem der Männer. Where a majority of the women wo eine Mehrheit der Frauen voted for his opposition, Jimmy Carter. Für Jimmy Carter, nämlich seinem Gegner, wählten. And I'm just using that to brush over a lot of history. Und das nehme ich jetzt, um über viel Geschichte hindurchzugehen oder zu überspringen. To highlight the fact that Reagan was sexist. Um zu betonen oder herauszustellen, dass Reagan ein Sexist war. In a way that wouldn't get him very far today. In einer Art und Weise, der ihn heute nicht weit bringen würde. He was this cowboy movie star. Er war dieser Cowboy-Filmstar. All about testosterone. Es war alles nur um tough man image. Ein Testosteron, danke. Also. So his statements and treatment of women were not good. Wie er mit Frauen umging, war also nicht gut. Which also connected him with the moral majority. Welches ihn also dann auch mit der moralischen Mehrheit verband. Because this was their other issue. Denn das war ihre andere Thematik. In the 60s, in den 60ern, there's two movements underway. Gibt es zwei Bewegungen. There's civil rights movement. Da gibt es die Bürgerrechtsbewegung. And second wave feminism. Und die zweite Welle des Feminismus. Women in the workforce. Die Frauen, die in der Arbeitswelt sind. And these leading evangelicals opposed both. Und diese führenden Evangelikalen sind beiden entgegengetreten. So they're fighting against both. So dass sie gegen beides kämpfen. It's still the race issue that primarily mobilizes them. Aber es ist immer noch primär das Thema der Rasse, das sie mobilisiert. But they want a candidate. Aber sie möchten nun einen Kandidaten, who's going to fight against both movements. Der gegen beide Bewegungen angeht. There's another movement. Und es gibt noch eine weitere Bewegung. And it particularly begins. Diese beginnt im Speziellen in 1969. Im Jahre 1969. So 1960s. In den 1960ern is second wave feminism. Haben wir diese zweite Welle des Feminismus. 1969 is what movement? Und im Jahre 1969 haben wir welche Bewegung? What happened in 1969 that sparked a movement? Was geschah im Jahre 1969, welches eine Bewegung hervorrief? Not the Vietnam War. Es war nicht der Vietnamkrieg. We all heard of the Stonewall riots. Haben wir schon von der Stonewall Riots gehört? It began with Stonewall. Es begann mit Stonewall. That was a protest. Das war eine Protestbewegung. And what movement was this? Und welche Bewegung war dies? Homosexuality. Es war die Homosexuellen. So now there's a third class. Da gibt es also nun eine dritte Klasse. A third movement. Eine dritte Bewegung. That began with Stonewall. Die mit Stonewall begann. That was about giving equal rights. Die danach strebten, gleiche Rechte zu bekommen. To homosexuals. Für die Homosexuellen. So you have racism. Wir haben also den Rassismus. Sexism. Den Sexismus. And homophobia. Und Homophobie.
3 movements. 3 Bewegungen. All concentrated in the 50s, 60s and 70s. Alle, die in den 1950ern, 1960ern und 1970ern aufkamen. Particularly in the 60s. Und speziell in den 60ern. And it's this that mobilizes the moral majority. Das ist das, was die moralische Mehrheit mobilisierte. So in 1981, im Jahre 1981, 2 years into the moral majority, 2 Jahre bestand schon die moralische Mehrheit. They worked through Congress Und sie arbeiten durch den Kongress, to pass the Family Protection Act um ein Gesetz zu erlassen, das die Familien schützen sollte. that said the government could not give funds to any organization Welches dann heißt, dass die Regierung keiner Organisation Geld geben sollte, that suggested homosexuality was an acceptable lifestyle. die sagt, ein homosexueller Lebensstil ist okay. Some of the most far-right religious activists Und einige der ultrarechten Christian? Ultra-right Christian? Ja. Ultrarechten christlichen Aktivisten began meeting. haben angefangen, sich zu treffen. One leading member called for the death penalty for all homosexuals. Say again, I didn't get it. One leading member called for the death penalty. Einer der Leiter hat die Todesstrafe bekommen. He wanted that they passed a law so that the homosexuals. Okay. Einer dieser führenden Leiter hat sich dafür eingesetzt, dass auf die Homosexualität die Todesstrafe gefordert wird. They got passed in the 1980s. Und das wurde in den 1980ern auch erlassen. A policy stating that homosexuals could not serve in the military. Wo es hieß, dass Homosexuelle nicht im Militär dienen durften. 17,000 soldiers were discharged. Und 17.000 Soldaten wurden somit entlassen. In 1989, the Defense Department conducted a study. Und in den 1989er hat das Verteidigungsministerium eine Studie veröffentlicht, That said that these soldiers were just as good or better wo es hieß, dass diese Soldaten genauso gut oder sogar noch besser waren than the heterosexual straight als, soldiers. als die heterosexuellen Soldaten. 1989. 1989. 1991, Und im Jahre 1991 there's another one of these men, gibt es noch einen dieser Männer, Pat Robertson. Pat Robertson. He's in league with the other 3. Er ist in einem Bündnis mit den anderen 3. He says that they are a cancerous perversion. Da heißt es, dass es Cancerous perversion. dass es da krebsartige Perversion gibt, Direct attack on the family. die einen direkten Angriff für die Familien darstellen. In 1996, Und in 1996 they passed the Defense of Marriage Act. haben sie diesen Verteidigung der Ehe Gesetz erlassen. This was mostly symbolic, Das war sehr symbolisch, but it made Congress define marriage aber das brachte den Kongress dazu, dass sie die Ehe definieren mussten. as being only between a man and a woman. Nämlich eine Ehe bestand nur zwischen einem Mann und einer Frau. So they're making Congress, Also haben sie den Kongress dazu gebracht, the state, nämlich also den Staat, define marriage. dass der Staat die Ehe definieren muss. And then in 2001, Und dann 2001, after the 9/11 attacks, nach den Attacken des 11. September, Jerry Falwell and Pat Robertson haben Jerry Falwell und Pat Robertson say that the 9/11 terrorist attacks gesagt, dass dieser Anschlag was the judgment of God das Gericht Gottes sei, because of feminists and homosexuals. aufgrund von Feministen und Homosexuellen. They can no longer publicly state Sie konnten länger hinfort nicht mehr sagen, that it's the judgment of God dass es das Gericht Gottes sei, for the mixing of the races. auf Grundlage der Rassenmischung. It's no longer acceptable for them to attack the first, Das war hinfort nicht mehr akzeptabel, dass sie das attackierten. but they'll attack the second and the third. Aber sie attackieren nun die zweite Thematik und die dritte Thematik. What do these movements want? Was wollten denn all diese Bewegungen? What do they actually want? Was wollten sie? Was wollten sie bezwecken?
I mean these three. Also ich meine diese 3 Bewegungen hier. That's the counter movement. Das ist die Gegenbewegung. What do these three movements want? Was möchten diese 3 Bewegungen? Define equality. Definiert Gleichberechtigung. Because what does that look like to them? Weil wie schaut das für sie aus? I'll give one, vote. Ich gebe euch 1, also das Wahlrecht. They want the right to vote. Sie möchten das Wahlrecht. The right to marry. Das Recht zu heiraten. Housing. Housing. Own property. Eigentum. They want to be paid equally. Sie möchten, dass sie gleichberechtigt bezahlt werden. When they're doing the same work. Wenn sie die gleiche Arbeit vollbringen. Keine Diskriminierung. They want opportunities. Sie möchten Möglichkeiten. In the workplace. In der Arbeitswelt oder am Arbeitsplatz. Right to not be abused. Das Recht, nicht vergewaltigt zu werden. Missbraucht. Safety. Also Sicherheit. I want to say the right to buy and sell. Ich möchte sagen, das Recht zu kaufen und verkaufen. Because that is something that was not given equally. Denn das wurde nicht gleichberechtigt gegeben. It's not today. Auch nicht heute. You still see places in the south. Man sieht immer noch Plätze im Süden, that say, it's like a convenience store, a supermarket. Wo es ein ganz normaler Supermarkt ist. That has a sign on the door. Welches ein Schild an der Tür hängen hat. Saying we do not sell to homosexuals. Wo dann drauf steht, wir verkaufen nicht an Homosexuelle. It's not unusual in the south. Im Süden ist das nicht ungewöhnlich. So there's these three movements. Da gibt es diese 3 Bewegungen. Where they're all fighting. Wo sie dafür kämpfen. For the right to vote. Für das Recht zu wählen. To marry. Zu heiraten. To own property. Eigentum zu besitzen. To have a fair living condition. Eine faire Lebensraum zu haben. To be paid equally for the same work. Gleich bezahlt zu werden für die gleiche Arbeit. To have opportunities in work. Auch Möglichkeiten in der Arbeitswelt zu haben. For the right to not be abused, to be safe. Das Recht, nicht missbraucht oder misshandelt zu werden, also sicher zu sein. The right to buy and sell. Das Recht zu kaufen und verkaufen. And also the right to fight in the defense. Und auch das Recht, zu kämpfen, sich zu verteidigen. That's essentially what they're all fighting for. Das waren all die dafür, wofür sie kämpfen. In any one of these three movements, in allen dieser 3 Bewegungen, any one of them, also egal welcher, you'll find a few radicals. Findet man ein paar Radikale. That can give a bad name. Die einen schlechten Ruf geben. But this is essentially what each movement wants. Aber das ist grundlegend das, was jede der Bewegungen wollte. And the response, und die Antwort darauf, by leading evangelicals, bei den führenden Evangelikalen, to crush all three, um nun alle 3 zu zerstören, is to take over the government. War das Ziel, die Regierung zu übernehmen. So we talk about the 60s. Wenn wir nun über die 60er sprechen, lots of things happened in the 60s. Da sind viele Dinge in den 60ern geschehen. But these three movements, aber diese 3 Bewegungen, they are the direct cause. Haben eine direkte Ursache. The effect is 1989 in our reform line. Und der Effekt dann, die Auswirkung ist 1989. 1989 was the defeat of the King of the South. 1989 war der Sieg über den König des Südens. That's meaningless for us. Das ist bedeutungslos für uns. If there hadn't been a rising up of Protestantism. Wenn es da nicht dieses Aufkommen des Protestantismus gäbe. Because the Sunday law issue. Denn das Sonntagsgesetz, die Thematik, is church and state. Geht um
Kirche und Staat. The church over the state. Die Kirche über den Staat. Church controlling the state. Die Kirche, die den Staat kontrolliert. Enforcing their version of Christian morality. Indem sie ihre christliche Moral erzwingen. In sexual practices. In dem Ausleben das sexuelle Ausleben. In the home. Zu Hause. In gender stereotypes. In den Gender Stereotypen. And their understanding of the intermingling of races. Und auch dem Verständnis der Vermischung der Rasse. So these three issues sparked our reform line. Diese drei Thematiken haben unsere Reformlinie hervorgebracht. So we're out of time, but I just want to make one point. Wir sind schon über der Zeit, aber ich möchte noch einen Punkt machen. All of this was bad enough. All das war schlimm genug. But what was the spark? Aber was war denn so der Funke? What really made them afraid? Was hat sie denn so ängstlich gemacht? Wovor hatten sie so Angst? The IRS. Vor der IRS, also von dieser Steuerbehörde. The IRS. Diese IRS was coming for their organization. Kam zu ihren Organisationen. And that was their fear. Und das war ihre Angst. Everything was going to end because the IRS was coming for them. Weil alles würde zu einem Ende kommen, weil diese IRS zu ihren Organisationen tritt. There was one thing I couldn't understand. Eine Sache konnte ich nicht verstehen, when I joined this movement. Als ich dieser Bewegung beigetreten bin. And that was why that question I had. Und diese Frage, die ich hatte, was why Elder Jeff seemed so afraid. War nämlich, warum schien Ältester Jeff so beängstigt darüber? What was he afraid of? Wovor hatte er denn Angst? For Future for America. Angst für Future for America. He was afraid the IRS was coming for Future for America. Er hatte Angst, dass die IRS, diese Steuerbehörde, auch an FFA herantreten würde. He believed this evil IRS Er glaubte, dass diese böse Steuerbehörde was going to use taxes Steuern benutzen würde, to control his movement. Seine Bewegung zu kontrollieren. His organization. Seine Organisation. Where did he get that from? Woher hatte er das denn? Why would you be afraid of the IRS? Warum hast du denn Angst vor einer Steuerbehörde? It's a mindset. Es ist ein Mindset, eine Einstellung. Where did he get that mindset? Woher hat er denn diese Einstellung herbekommen? Because he taught this over and over again. Weil er das immer und immer wieder gelehrt hat. Not with a study, because there's no study for it. Nicht durch ein Studium, denn dafür gibt es kein Studium. But this belief that he has. Aber diesen Glauben, den er hat. That the IRS will come for Future for America. Dass diese Steuerbehörde kommen würde und an FFA herantreten würde. And that's the danger. Das ist die Gefahr. The fear he lived with. Die Angst, in der er lebte. All I want us to see. Alles, was ich möchte, dass wir erkennen, is he had the same mindset. Dass er die gleiche Einstellung hatte. Conservative Adventists were not much better than any of these men. Konservative Adventisten sind nicht viel besser als diese Männer hier. They didn't do better. Sie haben es nicht besser gemacht. Most of them don't do better than Jerry Falwell Jr. today. Und viele von ihnen machen es nicht besser als Jerry Falwell Jr. heute. They're Trump supporters. Sie sind Unterstützer von Trump. So conservative Adventists Konservative Adventisten had the same issues, hatten also die gleichen Themen still have the same issues, und haben immer noch dieselben Thematiken as all these evangelical leaders. Wie all diese evangelikalen Leiter. You wouldn't go into a conservative church and whisper the word feminism. Du würdest nicht in eine konservative Gemeinde gehen und dann das Wort Feminismus flüstern. Because it's connected to their conspiracy theories. Denn das ist verbunden mit ihren Verschwörungstheorien. Beyond their understanding of equality. Noch tiefer als ihr Verständnis von Gleichberechtigung. But there's this mindset they had. Aber da gibt es diese Einstellung, die sie haben. About the IRS coming for them. Nämlich darüber, dass diese Steuerbehörde zu ihnen kommen würde. The two things that I heard from Elder Jeff when I first joined this movement. Und zwei Dinge, die ich von ältesten Jeff hörte, als ich der Bewegung beigetreten bin, was the evil of the 1960s. War diese schlimmen 1960ern. And the evil and danger of the IRS. Und dieses Böse und diese Gefahr dieser Steuerbehörde. I don't mean to disparage Elder Jeff. Und ich möchte jetzt nicht hier ältesten Jeff niedermachen. But the Pharisees' wrong ideas. Aber die Pharisäer hatten falsche Ideen. Became John the Baptist's wrong ideas. Die falschen Ideen von den Pharisäern wurden auch die falschen Ideen des Johannes.
John knew there was a problem with the Jewish leaders. Johannes wusste, dass es da ein Problem mit den jüdischen Leitern gab. But in many ways, Aber auf viele Art und he Weisen thought the same way they did. hat er auf die gleiche Art und Weise, in gleicher Art und Weise gedacht. He'd imbibed the same mentality. Er hat die gleiche Mentalität gehabt. And this fear Elder Jeff had about the IRS is just part of that. Und diese Angst vor dieser Steuerbehörde, die ältester Jeff hatte, ist genauso. It was the fear of all of these conservative leaders. Es ist die Angst von all diesen konservativen Leitern. Not just Adventists, this is the evangelicals. Nicht nur von Adventisten, sondern von den Evangelikalen. Was that the IRS would interfere in their movement. Dass nämlich die Steuerbehörde in ihre Bewegung eintreten würde. That's where he got it from. Daher bekam er diese And Idee. if he's getting his mindset from them, Und wenn er seine Einstellung von ihnen bekam, you begin to see how deep this problem lay. dann fängt man an zu verstehen, wie tief dieses Problem sitzt. I'm over time Ich bin schon über der Zeit. again. Thank you for bearing with the history lesson. Danke, dass ihr zugehört habt bei dieser Geschichtsstunde. I want us to see 3 movements Ich möchte, dass wir 3 Bewegungen sehen, sparked our reform line. die unsere Reformlinie sozusagen zündeten, Mobilize the Christian right. die christliche Rechte mobilisierte. But the key issue Das Schlüsselproblem was segregation. war die Rassentrennung. It was this race issue Es war also dieses Problem mit der Rasse and the fear of the IRS interfering. und die Angst, dass die Steuerbehörde kommen würde. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns niederknien und mit einem Gebet abschließen. Dear Father in heaven, Lieber himmlischer Vater, we look at our history wir betrachten unsere Geschichte and we see, hopefully clearly, und erkennen hoffentlich sehr deutlich, all of these leading men dass all diese führenden Männer believed that they honored and worshipped you. glaubten und vertrauten, dass sie dich anbeten. And when we look back at their conduct, Und wenn wir nun ihre Handlungen betrachten, we see that they worshipped a God sehen wir, dass sie einen Gott anbeteten, made in their own image. der in ihrem eigenen Bild geformt wurde. They were idol worshippers. Sie waren Götzenanbeter. They worshipped themselves. Sie haben sich selbst angebetet. They have no idea what you look like. Sie hatten keine Ahnung davon, wie du eigentlich aussiehst. And we find Und wir erkennen, that we have done the same thing. dass wir dasselbe getan We haben. worship a God made in our own image. Wir beten einen Gott an, der in unserem eigenen Bilde geschaffen ist. Pray, Lord, Und ich bitte, Herr, that you'll help us change from this mindset, dass du uns hilfst, dass wir diese Einstellung ändern. that we don't make of you what we want you to look like, Dass wir nicht eine Ansicht haben von dir, wie wir es möchten, what we think you should look like. oder denken, wie du aussehen solltest, May we understand your character, sondern dass wir deinen Charakter verstehen, know who you are, wissen, wer du bist. and then may we make ourselves after your likeness, Und dann uns selbst nach deinem Ebenbild machen. not you after our likeness. Und nicht du nach uns. We know that this process can be difficult, Und wir wissen, dass dieser Prozess sehr schwierig sein kann. but I pray, Lord, that you'll help us, Aber ich bitte, Herr, dass du uns hilfst, that we can represent your character dass wir deinen Charakter widerspiegeln können, as it truly is. wie er tatsächlich ist. I pray this in Jesus' name. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen.